Ruediger. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Good. Yeah, good morning. Good evening. Good evening. How are you? I'm fine, thank you. Thank you. I'm fine. On Ustream, are you online on? You are online on Ustream? Yes, I am. Because I can't hear any sound. Do you have any music on Ustream or? I just turned it off. Ah, okay. Do you want me to turn it on? Let me see. No, I don't know, because I just didn't hear anything on Ustream. How about and now? that's the music. Should come on now. Let me turn on some JJ Cargo. Huh? Okay. So, Ruediger? Yes. Okay, so is the sound coming through? I think so. Oh, good. All right. So we I'm were not in. sure. Maybe I should. Yes. Yeah. I didn't press play on Ustream. It's my fault. Okay. Where are we? Shuddha? Yes. Okay. Good. Okay. All right. So. There you are. There is such a downer. Let me just. Shall we start with the 3 mantra? We'll start with. We'll wait for another couple of minutes. How about? Yeah. How about the people on the phone? Are they with you? Hang on. Wie man am Telefon? The people on the phone are on the phone at the moment. There's no one on the phone at the moment. All right. So we will be continuing with the Punya Shravak thing that we were, where we stopped last time, right? Where did we stop last Satsang? Last day? Page 11. This is called Pure Samayik.
This is the August issue of Dadavani 2013 on Samayik. And you are on page? My PDF is page 11 because I have a photograph of Dada. Yeah. Yes? Okay. That is called pure Samayik. That's called pure Samayik. True. Yes, true. We've done the story of Punya Shravak. Yeah. That's right. Yes, I remember. So we'll be there on with Punya Shravak. Yeah. That is page 18 on the English-German. Also für alle, die jetzt schon mal mitlesen wollen, wo wir heute sind, dieses Dokument Deutsch-Englisch, da ist es die Seite 18, auf der wir heute sind. Das nennt man reine Innenschau, ist die neue Überschrift. Ich glaube, dass Uwe das online gestellt hat. Glaube ich. Ja. Ja, wir fangen gleich mit dem Trimantra an. Warten noch, bis es wirklich 8 ist für die, die dann erst kommen. Ja. Katja, würdest du das wieder übernehmen, so die, falls Fragen kommen mit Sternchen, die nochmal in den Chat zu stellen, dann das wäre leichter für mich. Super. So we begin our Satsang on October 13, 2013, 1313, the third session of Samayik with the three mantra from Germany with our Mahatma Ruediger starting. Wir beginnen den Satsang vom 13. Oktober 2013, 1313. Hallo Beate, 13 im Chat. Dritter Samayik, dritter Satsang zum Thema Samayik. Es gibt ein Dokument, ein Word-Dokument, das online steht. Fragt mich jetzt nicht, wo ihr das findet. Da könnt ihr mitlesen, da sind wir auf der Seite 18. Die Überschrift ist, das nennt man reine Innenschau. Und wir beginnen den Satsang mit einem Tri-Mantra von Ruediger. Namo Vitragai, Namo Arihantanam, Namo Siddhanam, Namo Ayariyanam, Namo Vatsayanam, Namo Loye Savasaunam, Eso Panchanamukaro, Savapavapanashano, Mangalananta Savesin, Paramam Avai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Satchidanand. Namo Vitragai. Namo Arihantanam. Namo Siddhanam. Namo Ayariyanam. Namo Vatsayanam. Namo Loye Savasahonam. Eso Panchanamukaro, Savapavapanashano, Mangalanam Thasavesin, Paramam Havai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Satchidanand. Namo Vitragai. Namo Arihantanam. Namo Siddhanam. Namo Ayarihanam. Namo Vatsayanam. Namo Loye Savasahonam.
Eso panchara mukkaro sarvapava panashano mangalanam thasabhesin paramam avai mangalam. Om namo bhagavate vasudevaya. Om namah shivaya. Jai Satchidanand, Jai Satchidanand, Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Our highest namaskars to the Paramatma, the Absolute Self within all of you. These namaskars are coming from Ruediger and Shuddha. Please accept our namaskars. Wir nehmen unsere Verbeugungen an die reine Seele in euch von Ruediger und Shuddha. Can you hold on a second? I have to check on the phone. Rainer am Telefon? Alles klar? Hörst du das gut? Kannst du es? Ja, okay, dann muss ich den Hörer einfach entsprechend hinlegen und ein bisschen lauter machen. Gut, danke. Ich frage nachher nochmal nach. Okay. So the Dadavani of September, the PDF, this is the print version of the Dadavani, Dadavani of August of 2013. Very beautiful picture of Dada and a movie film strip in front of him. Also das Dadavani von August 2013, das ist ja der Text, den wir bearbeiten. Da vorne drauf sieht man ein wunderschönes Bild von Dada und so wie so ein Filmstreifen, so ein, wie sagt man da? Ja, so ein Filmstreifen halt, ja. And then this behind, it says, it's a summary of this Dadavani magazine, and it shows a Samayik to dissolve tubers, and we will translate this in German as well as English the next time around. It is available to you in English, but we will take this up in the next session number 4 of Samayik 4. Und es gibt hinten drauf eine Zusammenfassung, oder ja, dieses Editorial, das wir im nächsten Satsang mal nochmal aufnehmen werden. Genau. Aber jetzt sind wir gerade auf Seite 18, soweit ich weiß. So now let's just go and to the Dadavani magazine, August, and we are on page 11. The heading is called, this is called Pure Samayik, continuing with the Satsang with our Gnani Purush Dadashri. Also lasst uns jetzt aber zum Haupttext gehen, da sind wir auf der Seite 18 in dem PDF und in dem Englischen ist es, glaube ich, Seite 11, was Shuddha sagt. Ich gucke es nochmals. Ja, auf Englisch ist die Überschrift That is called Pure Samayik, auf Deutsch auch, das nennt man reine Innenschau, das Word-Dokument, Seite 18 auf Deutsch. Lasst uns da weitermachen mit dem Satsang von unserem Gnani Purush Dadashri. So questioner is asking, please Dada, explain the essence of the Samayik that Lord Mahavir has praised so highly. Der Fragende sagt, bitte Dada, erkläre die Essenz der Innenschau, die Lord Mahavir so hoch gelobt hat. And just we will give about a couple of minutes, few minutes to explain the Samayik, the word Samayik for the new people who may just join in. Samayik means to be the self and to see the self. So to be the self and to see the self.
Lass uns nochmal dieses Wort Samayik erklären für diejenigen, die neu zu dieser Satsang-Reihe dazugekommen sind. Samayik bedeutet, das Selbst zu sein und als das Selbst zu sehen oder das Selbst zu sehen auch. And so to be the self here is not to be a Nada or a Bhairavi or a Marion or a Beate, but to be with a B capital, to be the S capital self, to be who you really are, who we really are. Also das Selbst zu sein bedeutet hier nicht eine Nada zu sein, eine Bhairavi, eine Beate, nicht euch mit eurem Relativen zu identifizieren, sondern der zu sein, der ihr wirklich seid. And to see the self, it is only by being the S capital self, to be who we really are, that we can even begin to see what we are, what we really are for the world. So by being who we really are, can we really see who we are for the world. Okay, und indem wir wahrhaft sind, wer wir wirklich sind, also indem wir das Selbst sind, können wir sehen, wer wir sind für die Welt. So that Samayik therefore is a process wherein you for a prescribed period of time you have decided to enter into who you really are and then see this worldly self that the world identifies as Katya or Uwe or Klaus or Beate. Also Samayik ist für eine bestimmte Zeit, für einen bestimmten Zeitraum sich hinzusetzen und wirklich zu sein, wer du wirklich bist und draufzuschauen auf diesen Aspekt, den die Welt identifiziert als Katja, als Uwe, was wir auch oft als kleingeschriebenes Selbst schreiben in den Texten. Today is a very auspicious day in India. It's called Dashera or the 10th day celebration. It's a 10th day celebration. Heute ist ein sehr glücksverheißender Tag in Indien. Den nennt man dort Dashera und das heißt die Feier des 10. Tages. And it represents the triumph of the good over evil, you see, over evil, over all that is evil. Das repräsentiert den Sieg des Guten über das Böse. So the good is represented by Lord Rama in the very famous epic called Ramayana, and the evil was represented by the king, another king called Ravana. So das Gute ist repräsentiert von Lord Rama in diesem großen Epos Ramayana und das Böse wurde von dem König Ravana repräsentiert oder ist repräsentiert. So if you especially go to Delhi or if you go to the Red Fort or to the bigger cities of northern India, you will see huge, very tall effigies, make-believe figures of this Ravana who had seemingly 10 heads, 10 ugly heads, and so everybody burns his statue, and what they are trying to say is we want to burn everything that is evil, everything that represents evil. Also
wenn ihr in den Norden von Indien geht und nach Delhi oder so, dann seht ihr dort oft solche Figuren oder solche Statuen, solche wie so Puppen von diesem König Ramai, wie heißt er? Ja, Ravana. Ravana, genau. Der König Ravana. Und der hat 10 Köpfe und der wird verbrannt und das soll einfach symbolisieren, dass man alles verbrennen will, was böse ist, was negativ ist, was das Schlechte. But our Dadashri says, so people, who all over, every Indian child, everybody in India is very familiar with Ramayana and the story of the triumph of the good over evil. And everyone is raised with this idea that Ravan was evil, Ravan was a bad man, and so he should be burned. But not so, says Dadashri. He gives a new vision. He says Ravan in fact was a Gnani Purush. Also jedes Kind in Indien wächst auf mit diesem Versepos Ramayana und es wird immer, also es wird immer so dargestellt, dass dieser, wie heißt er, ich kann mir den Namen nicht merken, Ravana, das Böse repräsentiert. Aber eigentlich sagt Gnani Purush Dadashri, dass dieser Ravana eigentlich gar nicht das Böse repräsentiert. Er war ein Gnani Purush. Yeah. So, without really knowing, people say negative things about great human beings and invite serious responsibilities. He had very, very beautiful inner qualities, but that is not well known. That is not well known. In the story, in mythology, he represented evil, and therefore they burn his effigy, his statue. But really, the more important thing is to burn the evil, all that is evil within, you see. Also es ist oft so, dass Menschen schlechte Dinge sagen über herausragende menschliche Wesen oder großartige Wesen und sie sind sich gar nicht darüber bewusst und sie müssen die Konsequenz dafür tragen. Und dieser Ravana wird oft dargestellt mit sehr vielen äußeren schlechten Qualitäten. Jetzt habe ich die Hälfte vergessen, Entschuldigung. The nature. Sorry, half of what you said. Can you repeat that, please? Okay, so the more important thing is to really burn that which is evil within, rather than to burn anybody externally. You see, human beings create gods and devils. Human beings. Was die Menschen machen ist, also man verbrennt immer das Böse und die Menschen erschaffen Götter und die erschaffen Teufel und verbrennen das Böse. Es ist aber eigentlich viel wichtiger, das Böse im Innern zu verbrennen. Das ist wirklich das Thema, das Problem. It is the nature of human beings to create a god, put him on a pedestal, and then topple him down, you see, to break him. So to create a god and to call him a devil and to destroy is the nature of this externalized vision that is part of the intellect, and that is part that has caused human beings so much misery, life after life after life. Yeah. Die Natur der Menschen, dass sie Götter kreieren und sie oben aufs Podest stellen und dann wieder Teufel daraus machen und sie wieder runterbrechen und so. Dieses aufs Äußerliche gerichtet sein ist Teil dieser menschlichen Natur.
You cannot create an external God, you can only become one, you see. Also du kannst keinen äußeren Gott erschaffen, du kannst nur einer werden selber. There is no God out there, and there is no devil out there. Both reside within you only. You see. And this. Es gibt da draußen keinen Gott und es gibt da draußen auch keinen Teufel. Beide wohnen in dir. And the evil and the devil is the ignorance, and the God is light. That's all. You see, the light of knowledge. Das Böse und der Teufel ist die Unwissenheit und das Licht und Gott ist das Wissen. Das rechte Verstehen. To brand anyone as evil is sinful. To say somebody is a sinner is sin. You see. To say, also wenn ihr jemanden als böse brandmarkt oder jemand als böse bezeichnet, dann das oder als sündenvoll, dann ist das selbst an sich eine Sünde. So in essence, we on this day all over India, this huge great subcontinent, for millennia, since the days of Lord Rama 10,000-12,000 years ago, have continued after the Lord has left to burn the effigy of a devil Ravana and to rejoice and to feel good that we have burnt him. Even as a whole bunch of corruption and evil continues to just thrive within those. Also seit Jahrhunderten haben die Menschen, nachdem Lord Rama diese Welt verlassen hat, diese Repräsentationen von diesem Ravana verbrannt und damit gedacht, sie verbrennen das Böse und sie fühlen sich gut dabei, während überall die Korruption und das Leid und einfach weiterging. And not knowing the full story of who you are burning, you never get to know the beauty of the man that he really was, and he had many wonderful qualities, and those get burnt with the rest. You see, the green burns with the dry. Und wenn du nicht weißt, wen du da wirklich verbrennst, dann verbrennst du mit diesem vermeintlich Bösen auch diese guten Qualitäten. Dieser Ramana hatte sehr viele gute Qualitäten und das wird einfach dann auch mit verbrannt. Du verbrennst sozusagen das trockene Holz mit dem Grünen, auch beides zusammen. So Samayik is a way to become aware of the evil that exists subsurface, simmering deep inside each one of us. Yeah. Samayik bedeutet, sich gewahr zu werden über all dieses Böse, was bei uns unter der Oberfläche so köchelt, so brodelt, auch sehr subtil, auch dieses Böse, was da kommt. When those little subtle sparks of negativity, anger, greed, deceit, pride, jealousy, and a whole bunch of faults that you and I are already aware of, when those will take spark and explode into a major disaster is impossible to tell, you see. One can never tell that. Und man kann nicht vorhersagen, wann diese kleinen, subtilen, inneren Feindlichkeit von Ärger, Wut, Stolz, Gier, Eifersucht, wann die
aufkommen und Feuer fangen. Das kann man nie so richtig, und die ganzen Fehler, über die ihr euch gewahr seid. Es ist nicht vorhersehbar, wann die an die Oberfläche kommen und einfach explodieren. Some of these kashais are sweet, and the ones obviously that are the ones that you want you to burn, that promote, that almost prompt you to burn them, are the very ones that are easy to recognize: anger, pride, and jealousy, competitiveness. The other ones, greed and deception, are very difficult to be aware of. Und es gibt diese Anteile in uns, diese negativen Anteile, die man doch recht leicht erkennen kann. So diese Eifersucht, diese Wut, die man auch sehr gerne und sehr leicht innerlich verbrennen kann. Aber es gibt andere, die sind sehr, sehr schwierig zu greifen. So diese Gier oder diese Täuschung. Das sind schwierige Aspekte zu greifen innerlich. So we will resume our reading, but in the meantime we will just go ahead and welcome all our Mahatmas here: Helmut, Doris, Bhairavi, Nadaji, Reena, who has joined us from London. She is not a Mahatma yet, but she is very interested in becoming one. She is with a Divine Moksha title here, with Marion. So highest namaskars to all of you and others who are there on this Ustream. I don't have all the names in front of me, but highest namaskars and welcome to this Satsang of the Gnani Purush. Welcome. Okay, wir machen jetzt weiter gleich mit dem Text, den Text weiterzulesen und wollen nur noch mal hier jetzt an dieser Stelle alle, die in diesem Satsang sind, begrüßen: Helmut, Doris, und die Namen, die Shuddha aufgezählt hat, auch. Wir haben auch in England eine Suchende, die noch kein Mahatma ist und sehr, sehr interessiert ist, aber einer zu werden unter dem Namen von Divine Moksha, Veena, glaube ich, ist ihr englischer Name. And obviously, of course, Uva and Marian and Katya are there. So all of these wonderful Mahatmas have been in Samayik ever since this satsang began. They are, and Dada therefore has told us that even we, whether you're in Germany or whether you're in England, even we have burnt effigies of Ravana not only in previous life but in this life. It may not be this Ravana that the Lord Ram killed, but we burn the other people whom we say they are devils. We project them as the devils and we burn them from inside. We say burn, 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 but we do not recognize what is happening there. This is the externalized vision that can get us all in trouble, see. Also, wir wollen auch Uwe und Marion und die Menschen begrüßen, die wirklich seit Anfang dieses Satsangs mit dabei waren und es sind hier so viele Menschen, ich habe es nicht ganz verstanden, was er gesagt hat. Sorry, I didn't really get what you said. Sorry, I said all of these Mahatmas, including Uwe and Ruediger and all of those beautiful Mahatmas, they have been in Samayik ever since this satsang started. But also I added that all of us are guilty of burning evil people, and it is not our business to burn anybody outside us. Okay, also sagte einfach, diese Leute, Uwe, Marion, die waren schon seit Beginn dieses Satsangs im Samayik und dieses, was aber leicht passiert, dieses, was auch uns passiert, diese äußeren, was wir als böse sehen, das dann so zu verbrennen. Es ist aber eigentlich es geht uns gar nicht an, irgendwie was im Äußeren
passiert und es ist nicht unsere Angelegenheit, da was zu verbrennen. We know they are all pure souls and they are not to be blamed for their discharging karma. Their discharging karma makes them evil or good in the eyes of the world. Also wir wissen, dass sie alle reine Seelen sind und es ist das sich entladende Karma dieses Gegenübers und wir verstehen, dass sie eigentlich nicht schuldig sind oder nicht dafür verantwortlich gemacht werden, was sich entlädt und was die Welt als gut oder schlecht eben ansieht. So, it's there for those of you who are interested in some very beautiful, subtle shades of deceit, inner deceit, deception within human beings. The story of Ramayana, read with this vision of the enlightened ones of Gnani Purush Dadashri, will reveal certain excellent, beautiful things for you. So, you will not be reading it like the average Indian, you will be reading it with this new vision, you see. Also für diejenigen, die ein Interesse haben, diesem inneren Feind der Täuschung diesen zu verstehen und dem auf die Spur zu kommen, wenn ihr diesen Text, diesen Epos Ramayana lest, mit dem Gewahrsein, dem erwachten Gewahrsein als Mahatma, dann werdet ihr den anders lesen, als der durchschnittliche Inder diesen Text liest und es wird euch sehr viele Sachen dort dargelegt in diesem Vers-Epos. And these are two great epics. I have just put them on the Ustream chat here. Ramayana represents Lord Ram and 10,000 years ago, and Mahabharata is for Lord Krishna, the two important and fully enlightened Paramatmas, gods. The difference between Lord Ram and Lord Krishna is Lord Ram is in the Siddha Gati, is in the absolutely fully enlightened state. Lord Krishna, fully enlightened but yet still has a body and is scheduled to return to this earth of ours, according to Dadashri. Es gibt zwei große Epen in der indischen Tradition. Es ist einmal dieses Ramayana, das den Lord Rama repräsentiert, und Mahabharata, das den Lord Krishna repräsentiert. Und beides sind voll erleuchtete Wesen und laut unserem Gnani Purush Dadashri ist es so, dass der Unterschied ist, dass Lord Rama in diesem körperlosen Siddha-Zustand ist und Lord Krishna zwar voll erleuchtet ist, aber noch dazu bestimmt ist, auf diese Erde wiederzukommen. And the difference between the two also is Lord Ram 10,000-12,000 years ago, whereas Lord Krishna 5,000 years ago, Lord Mahavir 2,500 years ago. So. Okay, und der Unterschied ist noch Lord Ram vor 10.000 Jahren, Lord Krishna vor 5.000 Jahren und Lord Mahavir vor 2.500 Jahren. Okay. Now, so let's continue now with Lord Mahavir and his Samayik. Then Dadashri replies that Punya Shravak Samayik was a pure Samayik. Pure Samayik. Human beings are not capable of doing such a Samayik, are they? Pure Samayik. It was a Samayik through the divine vision, the vision that was divine. Divya Chakshu. Just like the kind that I have given you. Gnani Purush Dadashri, as we all know, gives us divine vision in the Gnan Vidis. Jetzt lesen wir in diesem Text weiter. Also was die Frage war, bitte erklär die Essenz der Innenschau, die Lord Mahavir so gepriesen hat. Dadashri sagt,
die Innenschau von Punya Shravak, war die reine Innenschau. Kein Mensch ist fähig, so eine Innenschau auszuüben, nicht wahr? Reine Innenschau, es war eine Innenschau durch göttliche Augen, Divya Chakshu, genauso wie die ich dir gegeben habe. Also wir wissen, dass im Gnan Vidi uns diese Sicht, diese göttliche Sicht gegeben wurde. Now, this his Samayik was pure, whether he was sitting at home or wandering outside. His Samayik was based on divine vision. He would make cotton wicks, punyos, and sell them, and that is why he was called Punya Shravak. When he was making these cotton wicks, punyas, his mind was in these cotton threads, and while his chit was in the Lord, he did not pay any attention to any other external things. He did not meddle in anything else. He kept his mind in Vyavahar, worldly interaction, making this cotton wicks, taking a piece of cotton and then taking one end of it and squeezing it like this so that it is ready to be lit, and then you put it in oil and you light the top. So that's called a punya, cotton wick. So he kept his mind in Vyavahar or worldly interaction, and his chit was in Nishchay, the self, as capital, and that is considered the highest Samayik. This is the secret of the Samayik. Okay, weiter im Text. Seine Innenschau war rein, ob nun zu Hause saß oder draußen spazieren ging. Seine Innenschau basierte auf dem göttlichen Blick. Er fertigte Kerzendochte aus Baumwolle an, also Punyo. Und also so, wie Shuddha auch gezeigt hat, so man drückt die oben zusammen und dann kann man sie so in Öl reinlegen, sodass sie brennen. Aber er fertigte Kerzendochte aus Baumwolle, Punyo, an und verkaufte sie. Deshalb nannte man ihn Punya Shravak. Und wenn er diese Kerzendochte anfertigte, waren seine Gedanken bei den Baumwollfäden, während sein Chit, also seine Aufmerksamkeitskraft, beim Lord war. Er schenkte keiner äußeren anderen Sache Aufmerksamkeit. Er war mit nichts anderem beschäftigt. Er richtete seine Gedanken auf die weltliche Interaktion, Vyavahar, und sein Chit auf das Selbst, Nishchay. Das ist die höchste Innenschau. This is a magnificent explanation of the Samayik that happens naturally and beautifully. The mind is occupied in doing whatever you have to do in life, whereas the inner vision, the purified chit, is on the Lord only. And there is no conflict, absolutely no conflict in the two. Both happen naturally. Both are on autopilot. Also das ist die höchste Innenschau, die es geben kann, wenn der Verstand auf das Weltliche gerichtet ist, was immer da gerade ansteht, und das Chit, also diese geistige Aufmerksamkeit beim Lord ist, beim Göttlichen, inneren Göttlichen, und es gibt absolut keinen Konflikt dabei. Das ist der höchste Samayik. Mark this paragraph for a long time. You will keep coming back to it because there are deep secrets just within what Dadashri has said here. Furthermore, even in the Jain scriptures, you will not find this secret that Dada has just unveiled between the mind and the chit with reference to Samayik. Also es ist sehr viel subtiles Wissen in diesem Abschnitt, und wir werden immer wieder darauf zurückkommen. Und selbst in den Schriften der Jains, dieser indischen Religion der Jains, den Jainismus, gibt es diese Unterscheidung, die Dadashri hier macht, eben nicht zwischen dem
zwischen den Gedanken und dem Verstand und dem Chit. Yeah, most people in their meditation attempts and in their meditative states are trying to do away with the mind. And the mind cannot be ignored. The mind has to be engaged in the work at hand, uh, uh, in the task at hand. You cannot run away from the mind. Und die meisten Menschen in ihren Versuchen der Meditation probieren dort den Verstand irgendwie zu kontrollieren oder auch auszuschalten. Und das wird nicht funktionieren. Der Verstand muss da einbezogen werden in die Arbeit, die es gerade zu tun gibt. Und du kannst vor deinem Verstand nicht wegrennen, du kannst ihn nicht ausschalten. Geht nicht. And so now we'll come back to that, but let's just go down. Now Dadashri then goes to say to all of us, I have given you such sentences of the relative and the real. Beautiful. Right here is our Agna. Agna 1 and Agna 2. You see? Ich habe euch diese wundervollen Sätze gegeben des Agnas und hier ist es direkt vor euch, das Agna 1 und der Agna 2. You see, the Agna 1 is in Vyavahar or worldly interaction, and Agna 2 is in the Nishchay, in the self, in the purified self, you see, in the pure self, S capital. The purified self becomes the S capital self, the impure self remains the small S-E-L-F. Und die weltliche Interaktion ist im Relativen und das reine Selbst ist im wahren Anteil. Und das Wahre ist rein und das Weltliche ist eben unrein. And if you use them. Have you seen there's some question in the chat about what is chit? Alright, so let's just take it right now because we don't want to have anybody not following us. I don't know where it is, but anyway, let's just say it. So there is a question of what is chit. Alright? 2038, Leela Marie, what is chit? Alright, okay. Alright, Leela Marie, chit. Chit is that within Leela Marie, within you, that sees scenes. That sees scenes. Aber es war die Frage im Chat, was ist Chit? Und das nehmen wir jetzt auf, weil wir wollen nicht, dass irgendjemand nicht folgen kann. Leela Marie fragt, was ist Chit? Und Shuddha sagt, Chit ist das, was solche Szenen sieht. Chit, the function of the chit is to see what it knows. Also die Funktion von Chit ist, das zu sehen, was es kennt. So if you have been to Australia, Leela Marie, then you can see the places in Australia. You can see Sydney, you can see all the places you visited. So even when you are not in Australia, to go back to Australia, that is the function of the chit inside. It travels out of your body, you see. Leela Marie is Marion from Berlin. Hi, Marion. Anyway, also Marion, das Chit ist, nehmen wir mal an, du warst schon mal in Australien und das Chit ist so das innere Organ, das dir diese Orte wieder zeigen kann, die du schon mal besucht hast. Also das, was du kennst. Chit is what makes you see the first day of your school and the face of your teacher, the face of your first lover. Chit can see that live
as live as it was on that day. Und Chit ist das, was dich sehen lässt, was dich zum Beispiel deinen ersten Schultag sehen lässt, oder das Gesicht deines Lehrers oder das Gesicht deines ersten Partners oder Liebhabers. Und es lässt sich das so sehen, als ob es lebendig vor dir wäre. It can relive the pleasures and the pains that Marion of Berlin has been. It can relive. Also es kann diese Freude und diesen Schmerz, der Marion aus Berlin widerfahren ist, wieder durchleben. We can make it live again because it is part of you, the awakened one. See, the chit is part of you. It is associated with knowledge and vision. See? Es kann es wieder lebendig machen, denn es ist ein Teil von dir, dem Erwachten. Es wird assoziiert mit der Qualität von Sehen und Wissen. And impure chit wanders, and pure chit comes home or remains still. You see? Und das unreine Chit, das wandert umher, und das reine Chit, das ist und bleibt zu Hause und verbleibt dort ruhig, still. The chit, as opposed to the chit, because it's important, the mind only has the thoughts. The mind only shows the thoughts. Thoughts arise in the mind, and then the chit picks up some of those thoughts and starts seeing the scenes, you see. Das ist wichtig, hier jetzt den Unterschied zu machen zum Verstand. Der Verstand zeigt dir nur die einzelnen Gedanken. Und der Chit, der greift manche von diesen Gedanken auf und zeigt dir entsprechend dazu Szenen. So for instance, if Marion is a little hungry, then the thought of food will arise. And then the chit will see the scene in a restaurant in Berlin. See? Nehmen wir mal an, du bist hungrig, und dann zeigt dir der Gedanke, der Verstand, den Gedanken Essen. So, und das Chit nimmt diesen Gedanken auf und zeigt dir Bilder, Szenen von einem Restaurant in Berlin. And now another reason why the chit continues to go out of the body and wanders is because chit continues to seek pleasure. You see, chit continues to seek pleasure. Und ein weiterer Grund, warum das Chit immer aus dem Körper heraus umherwandert, ist, weil das Chit Vergnügung sucht, Freude sucht. And it's the nature of the chit to run in the direction of pleasure, whether it is mental, physical, or verbal pleasure of any kind. Chit moves in the direction of pleasure, and it moves away from pain of any kind. Und der Grund dafür ist, dass die Natur des Chits, in die Richtung von Freude, Vergnügungen zu gehen, sei es körperlich, mental, Sprache, dass es in diese Richtung geht und sich wegbewegt von allem, was schmerzhaft ist. Now, it will continue to wander life after life outside the body in the seeking of implied pleasure. If I'm with such a person, I will be happy. If I get something, I will be happy. If I attain this, I will be happy. Everything outside the body. See? Also es ist die Natur, oder war die Natur Leben für Leben vom Chit, außerhalb im Äußeren diese vermeintlichen Vergnügen zu suchen. Ich werde glücklich
sein, wenn ich das kriege. Ich werde glücklich sein, wenn ich dieses habe oder wenn ich das bekomme und das erreicht habe, dann bin ich glücklich. Das ist die Natur von Chit. In fact, the wandering of the chit really is a mechanism for human beings to find God, Lord, the Self, as capital, eternal bliss, eternal pleasure. Eigentlich ist das Chit ein Mechanismus des Menschen, um ewigliches Glück zu finden, um Gott zu finden, um dieses ewigliche Glück zu finden. In fact, it is a search for the self only, but he does not know where that eternal pleasure lies. You see, eternal pleasure we call bliss. That pleasure which is not accompanied by pain. Also es sucht diesen Schmerz, der nicht vermischt ist oder nicht diesen Gegenpol auch hat oder begleitet wird von Schmerz. Und das nennen wir Glückseligkeit. Das ist eigentlich, das Chit ist konstant auf der Suche nach dem, aber es weiß nicht, wo es finden kann. So, mind is totally physical, it does not have any life energy that you and I know of. Mind is just the substrate of a thought. Whereas chit is very much alive. The chit which sees scenes means that you are part of it. You are part of it. Aber dieser Verstand ist eigentlich sehr körperlich. Es ist nur das Substrat von Gedanken. Es hat kein Leben, so wie wir es jetzt kennen, während das Chit sehr wohl Leben hat, lebendig ist und Szenen zeigt und lebendig macht und indem du Teil davon bist, von diesen Szenen. In the Gnani Vidhi, Lila Marion, in the Gnani Vidhi purifies this chit, you see, purifies this chit. Das Gnani Vidhi reinigt dieses Chit. And if the chit, purification of the chit really essentially means the chit, instead of seeing the relative for 1 second even, or 1 second is too long, the smallest fraction of a second gets to see the self, to see the S capital self, the Paramatma, the blissful one within. The work is done. The liberation has begun. Und das Reinigen von dem Chit ist so, dass wenn das Chit für nur den Bruchteil, den kleinsten Bruchteil einer Sekunde das wahre Selbst sieht, dann ist die Arbeit getan. And the pure chit is called Shuddha chit or pure soul. Once it becomes pure, then it is called the reine Seele, the Shuddha chit, the Shuddhatma, Shuddhatma. Und das reine Chit wird genannt auch einfach die reine Seele, das ist das Gleiche. Shuddha Chit wird zur reinen Seele, zum Shuddhatma. So, in Akram Vignan, in our science, you, Marion, and I presume Marion from Berlin has received the Gnani Vidhi, has she or has she not? I don't know. Do you know, Ruediger? I don't know. Ich frage mal. I ask. Wir gehen davon aus, dass Marion das Gnani Vidhi erfahren hat. Ist das so? Weiß ich jetzt auch nicht. So if you have received the Gnani Vidhi, then you will be at home with these words that we are talking about. You will understand them perfectly. Und wenn du das Gnani Vidhi erfahren hast, dann wirst du diese Wörter, diese Worte, die wir sprechen, verstehen. Dann wirst du mit diesen Worten zu Hause sein. Yes, yes. So she has received. In other words, the one that is aware, the one that one
who within Marion, who does not have to say Ich bin reine Seele, the one who is, yes, in Oberstdorf, this Marion, the one who became separate from Marion, is the one who has become the pure chit, the Shuddha chit, the divine vision that Dadashri is talking about, and we will be coming to that. That is the one whose vision has become pure. And, and still, the Marian that people in Berlin identify and see, and then that you see, she still has the residual discharging Shuddha chit. You see, the discharging Shuddha chit. In other words, it is still impure in the sense that it still wanders here and there. It still goes into the worldly life. Lila Marie hat reingeschrieben, auch ja, sie hat es dann Lili erfahren in Oberstdorf, danke. Und dieser Teil in dir, Marion, der nicht einmal sagen muss, ich bin reine Seele, der absolut getrennt ist von Marion, das ist dein reines Chit, Shuddha Chit, das ist deine reine Seele. Und es gibt aber diesen Anteil in Marion einfach auch noch, dieses unreine Chit, das als Entladungsprozess abläuft und rausgeht in die weltliche Interaktion und dort, ich habe vergessen, irgendwie, ja, diesen Teil gibt es eben auch noch, diesen unreinen Chit als Entladungsprozess. So we have two components of chit now, Marion. We have the pure one, the awakened one, the chit, the pure one. That sees the pure. Zwei Arten von Chit, zwei Anteile von Chit. Das reine, achte Chit, das, ja. And then we have the discharging impure chit, and the impure means not bad. It only means it wanders here and there. It wants to go in the old ideas of pleasure, that's all. The old ideas of pleasure, old promises of, old false promises of pleasure. Und wir haben einfach diesen unreinen Chit-Anteil auch noch. Und unrein heißt jetzt da nicht schlecht. Das ist einfach, das sind die alten Gewohnheiten, dass die Freude und das Vergnügen und das Glück im Außen zu suchen. Und das ist einfach eine alte Gewohnheit auch. Yeah. So it's so anything. If you see anything inside you, not outside, it is the function of chit. And if you are aware as the thoughts are just thoughts, there will be a thought of I want to go to the bathroom, I want to drive, I want to eat, I want to do this. Just thoughts are just simple signals that tell you I want to do this or I want to do that, and nothing more or nothing less. See? Was du innerlich siehst, nicht äußerlich, sondern das, was du innerlich sehen kannst, das ist das Shit. Und alles andere, das sind die Gedanken, das ist dein Verstand, der sagt, ja, ich muss ins Bad oder aufs Klo, ich fahre jetzt Auto, ich gehe jetzt essen. So, das sind alles nur reine Gedanken jetzt mal. So the chit and the thoughts, the scenes that this chit shows and the thoughts that the mind shows, both of them continue to happen inside Marion of Berlin. But you, the awakened one with the pure chit, are able to see that. You see, because you, the pure one, has infinite energies of vision, infinite energies of vision. And the infinite vision. Diese Gedanken und diese Szenen in dir zu sehen, das wird immer noch ablaufen in Marion. Und
du hast mit deinem reinen Chit die Fähigkeit, das zu sehen. Denn die Qualität von der reinen Seele ist eben diese unendliche Energie des Sehens. Before the awakening, either on the basis of what was shown by the mind as a thought or by the chit as a scene, the intellect would make a decision and the ego would execute it and follow through, and an activity will happen, you see. Vor dem Gnani war der Prozess so, vor diesem Erwachen, dass auf der Basis von entweder einem Gedanken oder auf der Basis von einer solchen inneren Szene, die das Chit zeigt, der Intellekt dann eine Entscheidung trifft und das Ego sie dann ausführt oder auf Grundlage von dieser Bewertung des Egos dann oder Zustimmung des Egos entsteht dann eine Tat, eine Handlung. And this execution by the ego-intellect complex is happening in discharge for everyone, every human being of this universe. This is happening. This is not in their control. This is happening. Dieses Ausführen auf Grundlage von Intellekt und Ego, das ist, was für jeden Menschen in dieser Welt passiert. Und passieren ist, Betonung auch passieren. Sie haben gar keine Kontrolle darüber. Discharge, the word discharge means that which is happening. Charge means that which can be charged or changed or created, you see. Und es entlädt sich, und Entladung bedeutet das, was passiert. Aufladen wäre das, was auch verändert werden kann, und das, was während die Entladung passiert. Wir haben keine Kontrolle. Now, the difference between the world and us is that theirs is also a discharge and ours is also a discharge. Our difference is that we, in us, the infinite vision, the divine vision, the infinite vision has begun. The Paramatma Darshan has begun. Und der Unterschied von diesen weltlichen Menschen und uns als Mahatmas ist lediglich, dass bei uns zusätzlich noch diese innere Sicht, diese reine Sicht dazu kommt oder angefangen hat. There is a question here. Shall we take that question from Martin? It's 3 because it is something to do with pure chit and impure chit. Let's just let you read that in German, and Katja has translated it. Also Martin hat noch eine Frage gestellt, die wir jetzt dann gleich aufnehmen werden. 9:21:00 klebrige Files und Kashais gehören zum unreinen Chit. And the English says that do sticky files and kashais belong to the impure chit. The sticky files and the kashais belong to the ego. Die klebrigen Akten und die inneren Feinde, Kashais, gehören zum Ego. In these four, the mind, the chit, the intellect and the ego, the worst culprit is the ego that refuses to see it as it is, you see. Sorry? In these four, among these four, the mind, the chit, the intellect and the ego, the problem is with the ego that does not want to relinquish its role, you see, does not want to let go.
Also von diesen 4 inneren Aspekten des Verstands, Intellekt, Ego und des Chit, ist der wahre Schuldige oder das eigentliche Problem eigentlich das Ego. Was ist das Ego? Ja, the Ego is the culprit. Yeah, see, Das Ego ist der Schuldige, denn er will nicht loslassen, er will nicht seine Rolle aufgeben. the impure chit is no longer a problem, Martin, for the Mahatma. These 2 words that you talk about, sticky files and kashais, and also the word impure chit, all of these definitions are in the dictionary of the Mahatma only, the enlightened one. People of the world who are not enlightened in this Akram manner, in this through Akram Vignan, will have a very difficult time with this word impure chit. Also diese ganzen Wörter, die du jetzt hier erwähnt hast in deiner Frage, das unreine Chit, die Kashais und die klebrigen Akten, das sind alles Begriffe, die sozusagen ins Wörterbuch eines Mahatmas gehören und ein gewöhnlicher, die gewöhnliche Welt, ein gewöhnlicher Mensch wird unter Umständen Schwierigkeiten haben mit diesem Begriff unreines Chit zum Beispiel. It's an interesting question, Martin. Who does the sticky files and the kashais belong to? The impure chit is now no longer impure in your case, because it is only considered impure if it goes there with you supporting it. Es ist eine sehr interessante Frage, wo dieses unreine Chit eigentlich dazugehört. Aber für dich, Martin, ist dieses unreine Chit, also für dich als Mahatma, ist dieses unreine Chit eigentlich gar kein Problem mehr, weil solange dieses unreine Chit einfach rausgeht und umherwandert, ohne dass du es unterstützt. Yeah, see, even now after the awakening, you are the pure one with the pure chit, and Martin's chit is no longer considered impure. It has started coming home. It tends to go where you are, you see. It may wander here and there a little bit, but not in the way it used to wander before when you were walking the streets of Berlin or Munich, you see. Dein Aspekt von dir ist dieses reine Chit, das wurde rein, und Martins Chit mag immer noch als unreines Chit hier und dort noch wandern, aber es hat jetzt die Tendenz, dorthin zu kommen, wo es eigentlich hier zu Hause ist. Es hat die Tendenz, nach Hause zu kommen, nicht mehr so wie früher, als du vielleicht durch die Straßen einer großen Stadt wie Berlin oder München gelaufen bist. Dadashri, by the way, does not use the word chit as the word impure chit for Mahatmas anymore. He uses the word the chit is now coming home. The chit is now coming home. Wherever it goes, it still wants to come. Gar nicht diesen Begriff unreines Chit für Mahatmas. Also er benutzt ihn gar nicht mehr, sondern er benutzt immer den Ausdruck, das Chit, das nach Hause kommt. Yeah, it's out of infinite chit that was going in infinite different directions. It used to go in slowly before self-realization. It starts going in finite different directions, and from finite it goes into limited, and then from limited it goes into few, and then from few it becomes one chit. So infinite, finite, limited, few, and then one chit. Und von diesem Chit, das vorher in unendlich verschiedene Richtungen gegangen ist, entwickelt es sich jetzt in ein Chit, das in, sagen wir mal, endliche Richtungen geht, hin zu einem Chit, das in wenige Richtungen geht,
bis hin zu einem Chit, das nur noch in einem ist. And one chit is Paramatma. You know, when one day time will come when we'll become absolutely one chit, absolute one only. Oh, I am the absolute one. You see, just that, nothing else. Ein Chit heißt, oder eine Richtung heißt jetzt dann einfach die absolut reine Seele zu werden, Paramatma. Ein Chit heißt eben die absolut reine Seele. One particular sentence of our Gnani Purush is worth sharing. Our Gnani Purush has said that the mind may show a million things, the thoughts, and we would not be concerned about it at all. The mind may show this, mind may show this, so many things, you see. The mind may show a million things, we are absolutely not concerned, but if the chit starts wandering or starts showing one or two or three different things, then we become extremely aware, we become instantly aware. Because that is... Es gibt diesen Satz von Gnani Purush Dadashri, der sich lohnt, mit euch zu teilen, und er sagt, wenn die Gedanken oder wenn der Verstand unzählige Millionen von Gedanken zeigt, dann stört uns das nicht groß. Aber wenn das Chit anfängt, in irgendwelche Richtungen zu wandern, dann werden wir sehr, sehr wachsam und aufmerksam, vorsichtig auch. Yeah, so Ruediger, you want a little break? Then we come back. Yes, say, huh? yes. Shuddha, yes. Break. So we'll take a little break, huh? Yeah. Okay, fine. Okay, wir machen jetzt eine kleine Pause. Kommen dann in ein paar Minuten wieder, sind Sie wieder da. Danke. Jai
Okay, Ruediger. Yes. Shall we proceed? All right. Shuddhatma Bhagavan. Martin, if you have any follow-up questions, let us know. But Also Martin, wenn du noch irgendwelche weiteren Folgefragen hast, dann lass uns das wissen. Sonst machen wir jetzt weiter. Ja. The impurity of the chit when it is the wandering chit, when it is seen to be wandering, it is a totally different function than the Kashaya reaction that happens with response to the chit that does not attain its goals in the wandering. Also das Sehen eines umherwandernden Chit und gibt eine ganz andere Qualität als diese Kashai-Reaktionen auf das umherwandernde Chit, das nicht bekommt, was es gerne haben will. What is this chit? For all of us, Martin, what is it seeking, even though we have entered the ocean of bliss? What is it seeking anymore? And the answer is available to each one of us in our divine vision, in our inner awakened vision. See? Was, Martin, auch was sucht dieses Chit eigentlich noch, nachdem wir alles erlangt haben durch unsere göttliche Sicht? Was sucht dieses Chit dann noch? Und die Antwort ist tatsächlich auch in unserer inneren Sicht. And to be able to see the wandering without any judgments is the beginning of Samayik. Because Samayik cannot happen if there are judgments, though it is going in the wrong direction. It is going in the right direction or wrong direction. It's going in a bad direction. That is the part of the awareness, but to be able to see it without judgments is the important thing. See? Also das umherwandernde Chit zu sehen, ohne es zu bewerten, das ist der wahre Samayik. Also wir mögen sehen, es geht in diese Richtung, in diese gute Richtung, in diese schlechte Richtung. Das ist ein Aspekt des Sehens, aber jenseits dieser Bewertungen zu sein, ist eigentlich die wahre Innenschau, der Samayik. It is only as the blissful one, it is only as the pure one that we begin to really understand the nature of the chit, to understand the nature of the impure chit, see, nature of the wandering chit. Nur indem wir das selbst sind, können wir anfangen zu verstehen, was die Natur von diesem Chit ist, von diesem umherwandernden Chit, indem wir das reine Chit sind. It is the nature of the tongue to
to move about in the mouth and to salivate when it sees something very delicious when it sees delicious food. It is the nature of the tongue. Das ist die Natur der Zunge, Speichel zu produzieren, wenn es irgendwas sieht, wenn irgendwas gesehen wird, was lecker ausschaut. To be able to see it wander, you will be able to see where it is wandering to, and the direction of its wandering is associated with previous impressions that have led to certain relative experiences, and so it is. But the chit is not to be blamed for going there. The chit is not to be blamed for going where it sees pleasure. Also diese Tendenz des Chits, irgendwo hinzugehen, ist in dem Sinne auch die Natur des Chits, einfach Vergnügen zu suchen, und es kann dafür auch nicht beschuldigt werden oder. Yeah, the question is, are you going with it? You see? Are Die you Frage also ist, gehst du mit? Now, if you are not even aware that you are going, then most likely you are with your chit. Wenn dir nicht gewahr ist, dass das Chit geht, dann ist die Chance schon groß, dass du mitgehst. And such a one will say, oh, I'm tempted. Wow, this is so good. I can't help it. I love it. Und so einer wird sagen, ich bin jetzt, das macht mich jetzt so an, ich bin so in Versuchung, ich liebe es einfach. And so he missed the opportunity to see the chit that began wandering and started going away from himself. Und dann hat eben die Gelegenheit verpasst, das Chit zu sehen, wie es sich wegbewegt, wie es umherwandert, weg von dem Eigentlichen. And there isn't this the $1 million question then, my friends. What is this hunger that makes me go away from this ocean of bliss that I am? Und die eine Million Dollar oder Euro Frage ist dann, was ist es, was mich weggehen lässt von diesem Ozean von Bliss, von Glückseligkeit? And the answer really is highly tailored to each one of us. It's highly individualized for each one of us who are progressing in our inner journeys towards becoming the blissful ones. You see, blissful ones. Und die Antwort ist sehr maßgeschneidert für jeden Einzelnen von uns, ist sehr individuell. Yeah, the blissful ones and their journey. The answer within, I do not want an answer from any one of you. It is an answer that comes from within. What is this hunger of pride, of validation, of appreciation, of people looking at me, people saying nice things to me? Und Shuddha sagt, will jetzt gar keine Antwort von irgendjemand von uns. Das ist eine Frage, die Antwort kommt von innen. Was ist dieser Hunger, dieser Stolz? Ich will Wertschätzung, ich will, was immer man will. What is this hunger of importance, of self-importance, you see? What is this hunger? What is this hunger at? What is it? Das ist dieser Hunger von Wichtigkeit, Selbstwichtigkeit, sich selbst so wichtig zu nehmen oder wichtig zu sein. That is the hunger called pride, man, and this, if this wasn't there, liberation would be instant, you see. But und das ist der Hunger des Stolzes, man. Und wenn der nicht da wäre, dann wäre die Erleuchtung sofortig. See this, I have suffered, you should
my story, every human being's life story is such that it can write, we can fill encyclopedias, big volumes. Every human being's life story can fill big volumes. What's so special about it? What does it mean after all? Dieses Ich habe so gelitten, meine Geschichte ist so und so. Es ist von bei jedem Menschen so, dass seine eigene Lebensgeschichte ganze Enzyklopädien, ganze Bände voll Bücher füllen könnte. So, das ist die Wichtigkeit davon. So this hunger can be seen as the cause of the wandering chit. You see, the hunger is the cause. Also der Hunger ist die Ursache von diesem umherwandernden Chit. Der Hunger kann angesehen werden als die Ursache. Now for us, Martin, us, Marion, for us, all of us, my friends, all of this hunger is in discharge. It is simply happening only. It is simply just discharging, you see. But to be able to see it is the discharge. Not to see it is not discharge. Für uns alle, Martin oder Marion, für uns ist dieser Hunger auch eine Entladung. Und es zu sehen als Entladung ist aber nicht Entladung. And to be able to see the, when we say it's happening in discharge, are you able to see it? And that is the seeing happens in this Samayik. You see, the seeing happens in this Samayik. Wenn wir sagen, es passiert als Entladung, es passiert in der Entladung, dieses Sehen, diesen Prozess des Sehens, das nennen wir Samayik, Innenschau. The moment you close your eyes, you see automatically the scenes will be of what has happened in the hunger, where the chit is what you see. You see, when you close your eyes, what you, the awakened one, sees is the scenes that the chit shows you. Und wenn du deine Augen zumachst, dann ist das, was du siehst, das ist das unreine Chit. Das ist dieser Hunger. Das ist das, was du siehst, wenn du die Augen zumachst. Diese Bewegungen des Chits. So there's a question here. So if from Uta Angela, so if the need for attention disappears, enlightenment or final freedom is immediate. This could let you do it in German, and then try to elaborate a little bit on this question for me, Ruediger. What is she trying to say? Also Ute Angela, du kannst auch gern selber auf Deutsch reinschreiben, aber ich übersetze das jetzt mal so, wie ich verstehe. Also wenn das Bedürfnis nach Anerkennung oder Aufmerksamkeit weggeht, dann ist Erleuchtung oder letztendliche Befreiung sofort da. Ja, danke. So the way I look at this question is, the need for attention disappears. What the need for attention? Attention is different from seeing. Attention requires somebody to be attentive. Seeing is simply seeing. I think the need for attention means the need for like appreciation or to be. So I say that attention, the need for validation, the need to be appreciated. Yes, because then the enlightenment of the freedom is instant. It is the sense of I and Uta Angela, and people should. I am someone. Is the bondage, is it not? Ja, also Shuddha stimmt zu. Ja, es ist doch so dieses Gefühl von ich
ich bin Uta, Angela und ich verdiene irgendwelche Aufmerksamkeit. Das sind die Fesseln. Now, really, that has been removed at a very critical level. You are no longer Uta, Angela, and we have entered a very special path of liberation through the five agnas. The rest of the times when the Uta hangs on to, when you hang, Uta is insistent, and Uta feels, Uta's ego rises, then it needs to be settled with the awareness of these five agnas that we have discussed, you see. And so the five agnas, the residual ego is taken care of. That is all. So we have been given very specific ways of liberation, very specific liberation. We are discussing the theory behind it. Und wenn jetzt Uta, Angela da noch irgendwie dranhängt an dieser Anerkennung oder Aufmerksamkeit, die ihr gegeben wird, dann müssen wir das einfach entsprechend der 5 Agnas, die uns gegeben wurden, damit umgehen. Und das ist die Herangehensweise, die wir bekommen haben. Und es ist einfach eine gewisse Hartnäckigkeit noch von Uta, die wir jetzt da einfach begleichen müssen. Das habe ich gesagt. The difference between these fully enlightened ones that the world continues to talk about, Lord Jesus, Mahavir, Buddha, Krishna, and us, is that they were absolutely free from their ego, you see, from their any sense that I am this body. Der Unterschied von diesen großen, erleuchteten Wesen, von denen die Welt spricht, Lord Mahavir, Lord Krishna und uns, ist, dass bei ihnen überhaupt kein Gefühl mehr übrig bleibt von Ego, von ich bin dieser Körper. So shall we continue with our? Let us know if there is any more questions from Uta or anyway. But let's just continue. Frage: sollen wir weitermachen oder lasst es uns noch wissen, wenn es da noch weitere Aspekte gibt oder Fragen von Uta. Yeah, and we repeat this reading the second paragraph. I have given you such sentences of the relative and the real. This, if you use them for just 1 hour with the true mind and chit, with true mind and chit. Now, this is a very interesting sentence, true mind and chit, where with your mind you see what is before you, so in such a manner that you don't trip over, and with the chit keep seeing the real and the relative, then it is possible for you to do a Samayik like that. So now it is good if you do that. Now Dada has given us the practical prescription of how to do the Samayik of Punya Shravak. Wir lesen jetzt weiter in dem Text, bei dem Absatz. Ich habe dir Sätze für das Relative und das Wahre gegeben. Wende sie 1 Stunde lang mit reinem Herzen und mit wahrem Herzen und Chit an. Erkenne mit deinem Verstand, was vor dir ist, damit du nicht darüber stolperst. Und mit dem Chit behalte das Wahre und das Relative im Auge, dann wird es dir möglich sein, so eine Innenschau auszuüben, also so eine Innenschau wie heißt da, Punya Shravak. Und jetzt wäre es gut, wenn du sie And that is how valuable this Samayik is. So take advantage of it. You experience bliss of the self while doing the Samayik, do you not?
Now it is easy, it is not even difficult. Now, after the Gnani Dada says, it is easy, it's not even difficult. Also so wertvoll ist diese Innenschau, also nutze sie. Erfährst du nicht Glückseligkeit des Selbst, während du die Innenschau machst, Samayik machst? Jetzt ist es einfach, also jetzt nach dem Gnani und gar nicht mehr schwer. Now, Dadashri has used a very interesting word here, true mind. Also in dem oberen Absatz ist das interessante Wort mit reinem Herzen oder mit wahrem Herzen. And it's for 1 hour, if, for example, you are asked to cut vegetables so that you can make a nice dinner, then the true mind is where you are 100% attentive. Your attention is on the precision with which you cut the pieces. Use the knife, just like the gentleman doing the punyas. You see the Punya Shravak, paying full attention and not saying, "Oh, why do I have to cut the vegetable? And why is she sitting nicely and reading a novel? And why do I have to cut the vegetables?" Und mit reinem Herzen heißt zum Beispiel, wenn dich jemand bittet, 1 Stunde lang Gemüse zu schneiden, um Essen zu kochen, dann mit all deiner Aufmerksamkeit diese Arbeit, die vor dir ist, zu erledigen und es nicht zuzulassen, dass so Gedanken kommen wie, wieso muss ich jetzt hier dieses Gemüse schneiden, während sie da drüben sitzt und einen Roman liest und solche Gedanken nicht zuzulassen. See, this nature of our Kali Yuga is such that everybody is going in 3 different directions. The mind is going in one direction, the words are going in another direction, and the body is going in another direction. See? So now you multiply it with the number of human beings, and so everybody is going in every different direction, except the work at hand, except what needs to be done. Also es ist die Natur unserer gegenwärtigen Zeit, dass so die 3 Aspekte Verstand, also die Gedanken, die Arbeit, was getan werden muss, also die Handlung und das Chit einfach in 3 total verschiedene Richtungen geht. Und jetzt multipliziert man diese 3 Aspekte mit den Menschen, die es gibt und es geht alles in total unterschiedliche Richtungen. Alles außer die Arbeit, die wirklich vor der Nase ist und getan werden muss. Everybody likes to do the work that he or she prefers to do, and that is constantly changing. Today, what you like to do, you don't want to do tomorrow or in the next hour. So it is a royal chaos. It is really. Und jeder macht gern die Arbeit, die ihm einfach liegt und die ihm Spaß macht, die ihm Freude macht, die er gerne tut. Nur das verändert sich ständig. Es verändert sich von einer Stunde auf die nächste und so ist es alles ein riesengroßes Chaos. So you have to keep the mind in front of the work that has come in front of you. The work of your life comes in front of us or of you. You don't get to choose it. It comes in front of you. Also die Arbeit, was es zu tun gibt, die kannst du dir gar nicht raussuchen. Die kommt einfach vor dich hin und geht zu tun. And when the nature of the mind is such that it will get engaged in the work that it is doing. It is the nature of the wandering chit that disturbs it. See?
Und es ist die Natur des Verstandes, dass es darin sich verbindet mit dem, was vor ihm ist, was es zu tun gibt. Und es ist die Natur des unreinen, umherwandernden Chit, das es immer wieder stört. Now, the productivity and the quality of the work, that output of a person whose mind is engaged in the task at hand, and the chit does not wander, will be much more and far superior as opposed to the one who is doing the work externally, outwardly, but his chit is all over the place, all over the place. Und die Qualität von der Arbeit von einem, der mit seinem Verstand, seinem Geist da ganz dabei ist, ohne dass das unreine Chit ihn da immer wieder stört, ist auch viel, viel höher, erhabener über die Arbeit von einem, der äußerlich vielleicht diese Arbeit macht, aber sein Chit überall ist. And this mantra of ours, Dada Bhagwan Asim Jai Jaikar Ho, has a phenomenal effect on the stabilization of the wandering chit, and especially useful for children who have a very wandering chit. You see, the children especially. So. Und dieses Mantra, das wir kennen, Dada Bhagavan Nasim Jai Dekada Ho, das stabilisiert das Chit. Und das ist auch besonders gut für Kinder, die Tendenz haben, dass ihr Chit überall hin und her springt. And they and so the true mind, and obviously if you're working with sharp knives cutting vegetables, you cannot have a wandering. The mind has to focus on this thing, whereas the chit can be only one place and it can be only in the Bhagavan, you see, or if it can be in the Lord. However, the presence of the person is needed. It cannot wander. If the person is not enlightened, then it has to stay home. It cannot be elsewhere, otherwise she or he will cut his finger. See, or spoil the cooking. Und wenn du jetzt Gemüse schneiden musst und mit sehr scharfen Messern hantierst, dann kannst du es dir nicht erlauben, dass dein Chit so hin und her flitzt. Dann muss dein Chit einfach zu Hause bleiben und dein Verstand muss sich auf die Arbeit fokussieren, die einfach vor dir jetzt zu tun gibt. Und dann muss das Chit einfach zu Hause bleibt, sonst wird die Arbeit, sonst verletzt man sich oder sonst ist die Arbeit ruiniert. Funktioniert das nicht. So with the mind you see every step that is in front of you, so you don't fall over yourself. The mind with the attentive mind, and with the chit, Dada says, you keep seeing the relative and the real. And here is the thing. The chit, Dada is asking us to employ the awakened, the pure chit here, see. It is through the Rainasile, the pure one, that you can apply the Agna 1 and the Agna 2. So you say, Marion is cutting vegetables, Marion is making a smoothie, you see, and at the same time she is seeing the pure souls all around that come in, so this is a dual approach, you see. Also es ist in diesem Abschnitt vom Text nochmal wiederholen, dass der Verstand, der das sieht, was vor einem ist, damit man nicht stolpert. Also dass der sich um die Arbeit, was gerade zu tun gibt, kümmert, indem man sich darauf fokussiert. Und das Chit ist dasjenige, was diese duale Sicht haben kann. Also Dada sagt, dass wir hier diese duale Sicht über das reine Chit anwenden sollen, indem dass
das Relative gesehen wird, wie jetzt Marion schneidet hier Obst und Gemüse klein und macht einen leckeren Smoothie, während das reine Chit, während die reine Sicht ist von den ganzen reinen Seelen, die hier noch unterwegs sind im Raum. So this is an important definition. The function of the purified chit, the pure chit, is to see the relative and the real, not just one or the other, you see. It is to see it in dual mode here, to see the relative and the real, and the line of demarcation therefore is automatically there. That is the purified chit. Und das ist eine sehr wichtige Definition, jetzt Beschreibung von diesem gereinigten Chit, dass das beides parallel, dual sehen kann, das Relative und das Wahre, und die Trennungslinie ist automatisch da. Das ist die Qualität und die Fähigkeit von diesem reinen, gereinigten Chit. And this separation keeps the relative work, the vyavahar, the worldly interaction, happening naturally. In other words, whatever work needs to be done in the factory, in the office, in the garage, in the kitchen, wherever, it is simply happening. But this, even as it is happening, the Samayik of Punya Shravak is happening. The beautiful Samayik is happening. Und das ist die Qualität auch von diesem reinen Chit, dass es viel wie, oder dass es zulässt, dass die weltliche Arbeit ganz natürlich abläuft, wo sei es was es will, sei man zu Hause arbeiten oder im Büro oder in der Autowerkstatt oder was es auch immer ist, alles läuft natürlich ab. So magnificent secrets shared and given to us without keeping anything back by our Gnani Purush of a Samayik that is considered so precious, so precious. Also es sind tiefste Geheimnisse, ganz besondere Geheimnisse, die hier dargelegt werden, ohne dass irgendwas zurückgehalten wird. Das macht hier unser Gnani Purush Dadashri, und es ist so kostbar, so wertvoll, in dieser Sicht zu sein. Now another definition of Samayik coming up following Agna is pure Samayik. So Nächster Abschnitt, im nächsten Überschritt und im nächsten Abschnitt gibt es jetzt eine neue Definition von Samayik. Den Agnas zu folgen ist reine Innenschau. And that goes further in saying Samayik means what does one have to do? You have been given two viewpoints. So when you go out to buy vegetables, then on the way there and back, as per the Agnas, see the Shuddhatma, the pure soul, in all those you see. There may be a donkey, a bull, a cow, a goat, or other living beings. Now, someone in the family tells you to go and buy some vegetables. It did not cost you anything in sharing the Shuddhatma in others. And what other benefit did you gain? You followed Dadashri's Dada's Agnas. The third benefit is that you did a Samayik, and the fourth benefit is that you experience Samadhi of the Samayik. The Samadhi is the absolutely unaffected state of the Samayik, the final resolution of the Samayik. So follow all of these Agnas. At least spare an hour for this. Can you not do that? At least spare an hour for this. Can you not do that? And Dada has just given us a walking Samayik here. 1 hour. Can you take an hour to go buy vegetables? Don't take a car. Take a walk, and then come back. So you will. The fifth, the next thing somewhere else he has said that you'll also get the physical exercise. That is a benefit too. Also, wir lesen jetzt, was muss man also für die Innenschau tun? Dir wurden 2 Blickwinkel oder ja, 2
Sichtweisen gegeben. Wenn du also Gemüse kaufen gehst, dann sehe auf dem Hin- und Rückweg ganz gemäß den Agnas in allem, was du siehst, die reine Seele. Vielleicht siehst du einen Esel, einen Bullen, eine Kuh, eine Ziege und noch andere Lebewesen. Also, jemand in deiner Familie bittet dich, etwas Gemüse einkaufen zu gehen und es hat dich nichts gekostet, die reine Seele in den anderen zu sehen, oder? Und welchen Vorteil hat es dir noch gebracht? Du hast da das Agna befolgt. Der dritte Vorteil ist, dass du eine Hinschau gemacht hast. Und der vierte Vorteil ist, dass du das Samadhi, also diesen glückseligen Zustand auch, ich weiß nicht, wie es Shuddha beschrieben hat, übersetzt hat, der Innenschau erfahren hast. Also befolge all diese Agnas. Nimm dir wenigstens eine Stunde dafür. Ist das nicht möglich? Also wir erledigen unsere Sachen, wir haben eine Stunde am Tag und Shuddha sagt noch, was gar nicht erwähnt war, du sollst nicht das Auto nehmen dieses Mal, sondern du sollst einfach zu Fuß mal gehen, hast auch noch ein bisschen Bewegung abbekommen. Und das sind einfach diese Vorteile, wenn du diesen Samayik im Laufen mal unternimmst. Elsewhere, Dada has also said, once you go to the lady who is selling you the vegetables, this is in the market, don't try to argue too much with her in terms of pricing. Just give her what she asks. You know, she has worked hard to raise those vegetables. And why do you argue for a few pennies here and there? Again, Kasha is coming. See her Shuddhatma, see her pure soul, buy the vegetables, and come home. Dadashri hat an anderer Stelle auch mal so die Empfehlung gegeben, wenn du auf den Markt gehst, dann wieso handelst du dann so rum mit dieser Frau, die das Gemüse kauft? Was sind nur ein paar Cent hin oder her, was soll das? Und die Frau hat so hart dafür gearbeitet, dieses Gemüse anzubauen. Also gib ihr einfach das, was sie verlangt und geh nach Hause. Also hier sagt A greedy person will look Shuddha auch, hier kommen wieder so Kashrayas auch ins Spiel. A greedy person will look at the price first, whereas actually you have to look at the quality of the vegetables. And then what difference does it make? Take a few, but the greedy person will always go for the price. You see. That way you can tell your greed versus this is kind of an investigation. That is also part of Samayik. Also, und ein gieriger Mensch wird immer erstmal auf den Preis gucken und du wirst einen gierigen Menschen daran erkennen, dass, was soll das? Also man kann doch einfach, hab's jetzt vergessen. In other words, your greed lets you see the price first. You've gone there for vegetables. Yes, you can check, but a greedy person will end up buying stale vegetables at a cheaper price. That is what Dadashri says. Also die Gier wird dich immer erst den Preis sehen lassen und ein gieriger Mensch wird im Endeffekt dann irgendwelches holziges oder nicht so frisches Gemüse kaufen, nur zu einem besseren Preis eben dann. But buying or not buying vegetables at a cheaper price is a small thing compared to the kashai that just got worsened inside, the greed that got fed. You see, that is going to carry over with the man. Inability to see that is the sweet kashai. You see, that is the sweet kashai because he'll say, oh, at least I saved some money. So he'll feel good even though he's eating vegetables that are already almost going bad. You see. Und es geht auch gar nicht darum, ob man jetzt ein gutes Schnäppchen gemacht hat, sondern was eigentlich dann mitgenommen wird, also ich denke jetzt mal ins nächste Leben, ist so man hat dieses Kashai des Stolzes genährt und
Dabei fühlt er sich auch noch gut, selbst wenn er hier dieses halb vergammelte Gemüse schon isst, sagt er dann, ach wenigstens habe ich ein paar Pfennig oder Euro gespart und das ist das, was er da eigentlich mitnimmt. So, er hat auch noch diesen Stolz daran. The value of Punya Shravak's Samayik is equivalent to 3% commission charge for the entire kingdom of King Shrenik. This is the worth of his Samayik. So isn't it great if one can benefit so much from it? So much from it? Der Wert dieser Innenschau, weiter im Text jetzt, der Wert dieser Innenschau von Punya Shravak ist genauso hoch wie 3% Provision für das gesamte Königreich von König Shrenik verlangt wird. Das ist der Wert dieser Innenschau. Ist es nicht großartig, dass sie einem so viel gibt? Just imagine the last fully enlightened one who walked the face of this earth is Lord Mahavir 2500 years ago, who gave this prescription to a king. And our Gnani Purush is giving it to us so beautifully, without any effort at all, and without any judgments about what kind of quote-unquote sins we may have ever done in our past life. Das letzte voll erleuchtete Wesen, das auf dieser Erde gewesen ist, war Lord Mahavir, und also vor 2500 Jahren, und da habe ich jetzt irgendwas nicht verstanden wegen der Verbindung, aber auf jeden Fall unser Gnani Purush hat uns dieses Gnan gegeben, geschenkt eigentlich, und jetzt habe ich noch was vergessen. So this is the golden age, really, the golden age of gifts for all of us. This is no longer Kali Yuga, my friends, for us. This is a magnificent age for all of us who have received this magnificent Gnan and such a beautiful, easy Samayik that attains great results. Das ist jetzt hier auch für uns ist es das goldene Zeitalter. Es ist nicht mehr das Zeitalter von Kali Yuga und all diesen Verwirrungen und Uneinigkeit von Verstand, Sprache und Körper. Für uns ist es das größte Geschenk, diesen Samayik als Geschenk bekommen zu haben von unserem Gnani Purush. Now we'll just continue to read, but we are almost coming to an end of our this thing here. So whenever it comes to mind, when we are done with our daily duties or walking on the street or sitting in the car, it comes to mind while doing our daily activities, and it begins, the Samayik begins, because it comes to the mind. We are not doing the thinking. This questioner is an advanced level Mahatma who says, whenever we are done with our duties, it comes to the mind. Let's look at the relative and the real. Let's look at the relative and the real. See? Also der nächste Frage ist ein Mahatma mit auf sehr hohem, also sehr fortgeschrittenem Niveau. Er sagt, also immer wenn es uns, wenn es uns einfällt, nachdem wir unsere Pflichten erledigt haben, wenn wir auf der Straße spazieren gehen oder wenn wir aus Auto sitzen, dann fällt uns ein, bei unserer ganz alltäglichen Arbeit fängt sie an, diese Innenschau, dieser Samayik. And that is why Dadashri says, I have told you, yes, you should set aside an hour every day to do, as you go about saying Shuddhatma in everyone, whether it is human beings, donkeys, dogs, cows, buffaloes. Through your physical eyes you see a cow, and with your inner vision, the Gnan, you see the pure soul in it. That is the Samayik of Punya Shravak. That is why I tell you that I have given you Punya Shravak Samayik, pure Samayik. It is not possible to do such a Samayik in the current era of the time cycle. Now, if you know how to enjoy this, then do so. It is a mistake if one cannot reap
the benefits from it, is it not? Dada sagt, ja, du solltest sie entschließen, dir jeden Tag eine Stunde Zeit zu nehmen, um in jedem die reine Seele zu sehen. Ob es jetzt Menschen sind, ein Esel, ein Hund, eine Kuh oder ein Büffel, durch deine physischen Augen siehst du eine Kuh. Und mit deinem inneren Blick, mit Gnan, siehst du die reine Seele in ihr. Das ist die Innenschau von Punya Shravak. Deshalb sage ich dir, dass ich dir die Innenschau von Punya Shravak, die reine Innenschau gegeben habe. Im heutigen Zeitalter ist es nicht möglich, so eine Innenschau selbst zu machen. Und jetzt, wenn du weißt, wie man so etwas genießt, dann tue es. Es ist ein Fehler, wenn man den Nutzen nicht erntet, oder? So, Bhairavi, whether you are with your friends in Switzerland or Nada in Germany or wherever you are, when you walk with a friend, let's not talk. Tell her, if she is a Mahatma, let us not talk. Let us do the Samayik of Punya Shravak. Let's try to walk for an hour and let us be in this Samayik. It is simple. It is the open eyes Samayik as you walk around. And Dada has just given us this prescription. Let us, between now and the time we meet again, let us all resolve, at least if you don't have a companion with you, just walk alone and just be in this magnificent Samayik. Also Heira, wie wenn du zum Beispiel, wenn du in der Schweiz bist oder Nada zu Hause am Bodensee, wenn ihr zusammen seid mit jemandem, dann entscheidet doch auch mal, lass uns nicht sprechen mal, lass uns zusammen, wenn es Mahatma ist, lass uns zusammen gehen und einfach diesen Samayik von Punya Shravak machen und lass uns jeden als reine Seele sehen. Und wenn ihr keinen Gefährten habt, mit dem ihr das machen könnt, dann geht alleine und für eine Stunde mal und schaut euch, richtet eure Sicht auf die reinen Seelen. Okay, so Und lasst uns alle vornehmen, dass wir das tun, bis wir uns das nächste Mal wieder treffen hier im Satsang und diese Innenschau des Punya Shravak zu machen. So are there any announcements from your group, Ruediger? Any? Not that I know of, I'll pass this on. Gibt es irgendwelche Sachen zu melden von Nada, Uwe aus der Gruppe? Ich weiß jetzt von nichts. I don't know anything, but This is one announcement, one special prayer from Ruediger and Shuddha is the prayers to the higher beings to be there for in Germany for Nada and Uwe as they go around all over Germany, Essen, Bonn, Köln, Hanover. Try to wake up new seekers for Akram Vignan, and for that we will end with our Ruediger singing Hey Dada Jag Kalyan Karo. Jai Dada. Also zum Abschluss jetzt auch in der inneren Unterstützung an Uwe und Nada, die jetzt die Tour starten durch Deutschland und in größeren Städten neue Suchende ansprechen und wecken wollen. Und mit diesem Geiste singt jetzt Ruediger noch Hey Dada Jag Kalyan. And this would be also, we can also include Switzerland here, because our Swiss Mahatmas are going to be involved, and everywhere else, with the bhavnas, let us reach all over and get ready for our Gnani as he visits Germany next spring. Genau, das liegt auch die Schweiz mit ein, die da auf der Tour dabei sein wird. Und lasst uns alle einfach bereit machen, wenn der Gnani im nächsten Frühling wieder Deutschland besucht.
And we conclude with a vidhi an inner vidhi at the feet of our current living Gnani Purush. Wir schließen ab mit einem inneren Vidi zu den Füßen des Gnani Purush Dadashri. Alright, so Shuddhatma Bhagavan, I will turn you over for the Lord, and we'll let you be with the Lord here. Let you start. He Dada Jagat Kalyan Karo Sahujivo Moksha Gnana Tvamo Punyana Antrayo Tuto Swami Taune Sharane Yo Dada Bhagavana Asim Jai Jaikara Ho Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Thank you, Shuddhatma Bhagavan. Thank you. Thank you. Okay, am Telefon auch. Schönen Abend euch. Jai Satchidanand. Gute Woche. Gute Nacht. Gute Nacht, ihr Lieben. Gute Woche. Tschüss. Okay, Shuddha. I won't see. I don't think I'll see you next week because me and Svenja will be busy elsewhere. Oh, so either you or Svenja will not be available, huh? No, Okay, I will so- ask Uwe if he Alright. can do the translation because Susanne, she can't be there either. So, and So, Uwe is going to move around. There'll be someone. We'll see what the evidences show. Maybe Yeah. we'll have Katya there or something. Yeah. Yeah. Okay, Shuddhatma. Thank you, Shuddha. Have a good week. Great, thank you. You too. Thank you very much. Mm-hmm. See you. Punya Bye. Shravak Samayik for you. Thank you. Oh, yes. Jai Satchidanand. Thank you, Jai.